Wohin es mich zieht, ja, schauen wir mal, Männer. Schauen wir mal. Ist ja noch Zeit, ne? Ähm, Erst zurück nach Liverpool. Ja, also Fakt ist, dass ich Lizenzspieler bin von Liverpool und da unter Vertrag stehe und aktuell nach Union ausgeliehen bin. Und somit wäre Stand jetzt logisch, dass man dann im Sommer halt wieder nach Liverpool zurückkehrt. Ne? Das ist so das Logischste nach einer Ausleihe. Ähm, Deshalb schauen wir mal. Ne? Ist halt Fußball kann man halt nie irgendwas sicher sagen oder komplett ausschließen. Ihr wisst, wie es ist, Männer. Das Ziel war natürlich hier mit der Leihe auch natürlich von mir und von Liverpool, dass ich hier natürlich spiele, ne, die Saison und dass es für beide Seiten Sinn ergibt, beziehungsweise für alle drei, für mich, für Liverpool und für Union. Und so ja, ist eigentlich jeder davon ausgegangen, ne, dass es so sein wird und jetzt ist es halt irgendwie ja, anders verlaufen, warum auch immer, Männer. Deshalb müssen wir mal schauen. Ja, gut, sportlich, das ist ja kein Geheimnis, das habe ich auch alles schon gesagt. Ist es natürlich so, sportlich ist es natürlich so, dass ich hierher gekommen bin und ganz klar davon ausgegangen bin, dass ich spiele. Ich glaube, jeder ist davon ausgegangen. Also wer jetzt sagt, er ist nicht davon ausgegangen, weiß ich nicht, ne, Männer. Und auch, ja, so, ich komme ja nicht einfach her, ohne mit den Verantwortlichen zu sprechen und so. Ne? Und wenn ich da das Gefühl hätte, dass ich nicht spielen würde, dann wäre ich natürlich, hätte es keinen Sinn gemacht. Das muss man ja halt auch mal sagen. Ne? Und dann habe klar, bin ich später dazugekommen, wo die Liga schon lief, aber ich meine, das war ja dann auch nichts Neues. So, ne? Deshalb muss man halt einfach sagen, ist nicht optimal gelaufen. Ne? Und was halt noch dazu kommt, dass ich eigentlich in jedem Spiel, wo ich auf dem Platz stand, schon geliefert habe, auch mit Leistung. Ja, 4 Spiele habe ich gemacht, gut, eins nicht über ganze Distanz in der Bundesliga. Habe in den 4 Spielen ein Gegentor kassiert, keine einzige Niederlage. Ist schwer dann zu argumentieren, dass es von der Leistung her nicht gereicht hat, um im Tor zu bleiben. Ne? Aber was willst du machen? Ich bin Spieler, ich kann mich nicht selber aufstellen. Und Torwart ist halt immer eine sehr spezielle Position, ne, meine. Ich glaube, das weiß jeder, ob er jetzt selber Torwart ist, dann noch mehr oder auch wenn nicht, dass du halt nicht einfach mal so eingewechselt wirst, ne. Und das ist halt bei Feldspielern anders. Da ist ein Stürmer, wo halt dann aktuell vielleicht nicht so viel spielt, der kann dann in der 70. Minute eingewechselt werden und dann macht er das Tor vielleicht und schießt uns zum Sieg und steht dann vielleicht nächste Woche wieder in der Startelf. Ne? So ist es halt auf unserer Position nicht. Das ist Fluch und Segen zugleich, Männer. Das ist halt so. Ja, es geht auch gar nicht darum zu sagen, der andere macht es nicht schlecht und hier und da. Es geht darum zu sagen, dass man weiß, jeder weiß, was ich für Qualitäten habe, was ich für eine Vita habe und danach, dann nachdem ich da bin, zu argumentieren, es wird ordentlich gemacht so und selbst wenn ich gespielt habe, habe ich es sehr gut gemacht und dann wieder zu sagen, ja, es wird ordentlich gemacht und so, weiß ich nicht mehr. Ich weiß, was ihr meint so, aber ich glaube, wenn man halt einen Torwart verpflichtet, wo man genau weiß, was man bekommt, also keine Ahnung, 100 Bundesligaspiele, 30 internationale Spiele, 50 Premier League, 70 türkische Liga, keine Ahnung. Das ist ja jetzt nicht so, dass man nicht weiß, was man kriegt oder ein Talent verpflichtet, ne, Männer. Aber so ist es halt, ne.